Es war einmal ein tapferer Falke namens Keel, der in einer mittelalterlichen Stadt nahe einem majestätischen Schloss lebte. Keel trug um seinen Hals eine silberne Kette, ein Erbstück seines Vaters, das als Symbol der Familie galt. Aufgrund dieser Kette nannte man ihn in der ganzen Stadt Silberfeder. Eines Tages erhielt Keel von König Alaric eine wichtige Mission. Silberfeder, meine Tochter Prinzessin Elara, ist aus dem Schloss verschwunden. Bitte finde sie und bring sie sicher zurück. Ich weiß, der Wald ist voller Gefahren, aber ich vertraue dir. Keel nickte entschlossen. Euer Majestät, ich werde mein Bestes tun, um die Prinzessin sicher zurückzubringen. Mit diesen Worten flog Keel in den düsteren Wald, der das Königreich umgab. Er flog vorsichtig durch die Baumkronen, aufmerksam auf jedes Geräusch und jede Bewegung. Nach einer Weile stieß er auf einen mysteriösen Drachen. Der Drache hatte funkelnde Augen und schien mehr neugierig als bedrohlich zu sein. »Wer bist du, tapferer Falke, und was suchst du in meinem Wald?« »Ich bin Keel, auch bekannt als Silberfeder, und ich suche Prinzessin Elara. Sie ist aus dem Schloss verschwunden.« Der Drache dachte nach. »Vielleicht habe ich sie gesehen, aber zuerst, was kannst du mir im Austausch für diese Information anbieten?« Keel überlegte und sagte schließlich: »Ich könnte dir einen Schatz aus dem Königreich bringen, aber dafür müsste ich zuerst die Prinzessin finden.« »Sehr gut«, antwortete der Drache. »Ich habe die Prinzessin in die Nähe des verwunschenen Sees gesehen. Aber sei vorsichtig, der Weg dorthin ist gefährlich.« Keel dankte dem Drachen und flog weiter. Er erreichte schließlich den verwunschenen See, wo er Prinzessin Elara fand. Sie saß an einer Blumenwiese und schien tief in Gedanken versunken. »Prinzessin, Ihr Vater ist sehr besorgt.« »Wir sollten zurückkehren«, sagte Keel, als er sanft neben ihr landete. »Silberfeder.« »Ich wusste, dass du mich finden würdest«, antwortete die Prinzessin. »Ich wollte nur ein wenig Ruhe, aber ich habe die Zeit aus den Augen verloren.« Die beiden machten sich auf den Rückweg. Keel flog hoch in die Lüfte, um sicherzustellen, dass der Weg frei von Gefahren war, während die Prinzessin ihm zu Fuß folgte. Als sie wieder im Schloss ankamen, waren der König und die Königin überglücklich, ihre Tochter sicher und gesund wiederzusehen. »Du hast unsere tiefste Dankbarkeit, tapferer Silberfeder«, sagte König Alaric und überreichte Keel eine goldene Medaille als Zeichen seiner Tapferkeit. Und so wurde Keel, der tapfere Falke, zum Helden des Königreichs und lebte von da an glücklich und zufrieden.